Guten Morgen, liebe Freunde. Ich bin nördlich von Caravaca de la Cruz. Nördlich heißt 7 Kilometer auf Asphalt hochgefahren. Jetzt bin ich in Nevaso de Abajo. Da ist ein Rastplatz. Und ab hier ist jetzt unbefestigt, geht es Richtung Norden, rein in eine Sierra. Da werde ich dann auf ein TED treffen in Richtung Moratalla. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier was Schönes erlebe. Nix Kurven hier, einfach mal gerade den Berg hoch. Bis runter werde ich dann wieder müssen. Easy peasy. Macht der Martin mal wieder Turnübungen. Easy peasy. Artet das zu einem Abenteuer aus? Genau. Ah, da grinst der Dr. Traktor in seinem Helm. Echt krass hier. Ja, hier hoch jetzt nicht mehr alles so easy peasy. Der Canyon da unten, also auf der asphaltierten Straße, war schon ganz hübsch. In Caravaca selbst habe ich mich jetzt total verfahren, bis ich den einfachsten Einstieg gefunden hatte. Es ist Mitte Juni. Man hat mir erzählt im Hotel, es hätte 3 Wochen durchgeregnet hier in der Gegend in Murcia. Bekannt sonst auch als super trockene Gegend. Das hätten sie kaum erlebt je. Ich habe es ja gesehen. Ich war ja in einer anderen Ecke, habe Sonne gesucht, sie war kaum zu finden. Die hier haben sich natürlich gefreut über den Regen. Aber die Pisten sehen natürlich teilweise dann auch so aus. Also die sind schon teilweise sehr mitgenommen. Die hier ist jetzt wunderbar. Stand ich vorhin und dachte mir, dieser Weg ist bestimmt nicht erlaubt, ist eine Abkürzung, aber hier ist keine Verbotstafel, seltsamerweise. Mal gespannt. Oh, wow, 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 wow. Genau. Wenn doch so viel Regen war, habe ich mir das genau etwas so vorgestellt. Jetzt komme ich dann wieder auf den anderen Weg. Aha. Okay. Das ist doch die vermeintlich bessere Piste, aber das ist hier ist die Abkürzung und die ist definitiv die besser fahrbare. Also meine ursprünglich geplante Route habe ich mich verleiten lassen von der besseren Weg da. Zustand des Weges, vermeintlich besseren. Ja, Leute, okay, hier führt ein Weg weiter. Oho. Da macht der Martin mal wieder Turnübungen. Wow, krass, diese Gräben.
So, jetzt bin ich gespannt, mal wieder gespannt, weil der Ted, der kommt von der Gegenseite und geht da rechts runter nach Morataya. Definitiv nicht so eine einfache Waldstraße wie auf der anderen Seite hoch. Habe ich jetzt nicht wirklich erwartet. Das ist ja auch Ted. Aber bisher alles okay. Und dann schaue ich doch besser wieder, wo ich lang fahre. Die schwarze Unterlage, die schwarzen Steine, die sind ein bisschen grober, die sind vor allem viel scharfkantiger als der helle Belag. Aber da kannst du echt nicht jeden Stein ausweichen. Nur hoffen, dass die Reifen ganz bleiben. Ich habe es bald geschafft. So, der Ted geht dann durch den Ort durch. Meine Route führt irgendwie daran vorbei. Mal gucken. Ich kann ja auch mal sowas filmen. Eine sehr hübsche kleine Straße, die da so durchs Land führt. Und jetzt, Straße war das. Wird das doch mal wieder zu einer Piste. Geht ja, solange das trocken ist. Oh, schaut euch die Gräben an. Also, für alle Freunde des Z, der verläuft da drüben auf der Hauptstraße, 2-3 Kilometer weiter westlich, nördlich, nordwestlich. So, dann ist das auch wieder ganz flutschig vonstatten gegangen. Jetzt geht's zurück auf die Hauptstraße, auf den Ted. Da hinter mir war Asphalt, Galasparra. Da bin ich etwa 15 Kilometer jetzt auf Asphalt gefahren. Der Ted ist da irgendwie mal links weg. Jedenfalls kamen da jetzt gerade meine Route, Ted und Route 47 zusammen. Gehen alle hier diesen Berg entlang. Ich weiß nicht, das sind sicher, ja, wahrscheinlich 30 Kilometer, schätze ich jetzt mal. Alles Offroad. Und wenn ich Route 47 interpretiere, wäre das auch alles so einfach zu fahren. So, jetzt sauge ich gerade eben super viel Strom, weil ich dummerweise die Powerbank, mit der ich meine Helmkamera speise,
nicht aufgeladen habe. Die musste ich eigentlich bisher nicht, aber die ist jetzt tatsächlich leer. Die GoPro vorne, die GoPro auf dem Helm, die 360er. Dann habe ich eine Ladestation für GoPro-Akkus. Das sauge ich jetzt alles ab der Batterie vom Motorrad. Ich hoffe mal, das läuft. Reisfelder gab es ja auch sehr viele. Da unten sieht man noch welche. Gerade nördlich von Calasparra, 2 Kilometer lang oder so, fährt man da durch Reisfelder. Seit ein paar Kilometern schlängelt sich diese Straße, diese Flanke des Berges entlang. Nichts zum Schnellfahren. Da und dort mal eher ein bisschen gröbere Steine, aber sonst easy peasy. Sehr hübsch. Wow, geil, 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 geil. Das macht jetzt aber Spaß, wenn ich mir diese Piste anschaue. Das ist ja geil. Ey. Wow. Kleines Pässchen da vorne. Geil. Ah, da grinst der Dr. Traktor in seinem Helm. So, hier links verlässt uns die Route 47, geht Richtung Albacete. Da geradeaus geht es nochmal über ein kleines Pässchen oder ein paar Kehren auf dem Tet weiter und meine Route auch. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich da mit den Kameras recht Ärger habe mal wieder. Aber die Route ist ja sowas von geil. Entschädigt doch für vieles. Aber diese Filmerei, die macht manchmal schon Ärger. Ich hatte jetzt nicht gecheckt, Tachostand, Kilometerstand, wo ich stand. Ah, so schön. So, nach einigen Kilometern praktisch geradeaus gibt es jetzt noch mal ein paar Kurven hier, diese Flanke entlang. Also einige Pisten hier in der Gegend sehe ich gerade. Also wirklich eine geile, einfache Route. Ein Rastplatz, Aussichtspunkt.
ich nochmal einen Aussichtspunkt. So, der Täter geht hier lang. Ist mir jetzt gerade nicht so sympathisch. Da geht meine Route lang, da fahre ich jetzt lang. Wir kommen dann wieder zusammen in 10 Kilometern oder so. Der hat gemerkt, dass der Kleine gerne Ärger gehabt hätte. Schmeißt er ihm einen Stein hin und gut ist. Hat er begriffen. Ja, das sah jetzt da vorne einfacher aus hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so bleibt. Artet das zu einem Abenteuer aus? Fragezeichen. Ja. Abenteuerlich noch da auf den paar Metern bis zur Straße. Hast du also auch einige Pisten zur Auswahl hier? La la la! Ei, ei, ei. Gosh. So, jetzt sind wir da wieder am Tet. Diese Bergkette entlang dann. Kurzes Intermezzo auf Asphalt und jetzt geht's, wie gesagt, da diese Bergkette entlang. Es ist warm, es ist schon wieder 32 Grad. Uff.
war jetzt gerade ein richtig tolles Stück, auch Sand. Und jetzt schaut mal das hier an, da ist schon super viel Material angespült. Ne? Da ist also super ausgespült vorhin oder unterspült, weggespült. Puh, es hat gespült. Echt krass hier. Krass, der Wechsel dann mit Asche und ist alles dabei da. Ja, jetzt bin ich dann gespannt, schon wieder gespannt. Der Martin ist ein bisschen viel gespannt, welcher Weg der bessere scheint. Ich kann ja nur sagen, scheint. Ob meine Route dann oder doch der Ted. Hier haben wir aber wieder eine schöne Route. Da sind sie schon mit dem Grader drüber. Ganz frisch, denke ich. Super soft. Hat jetzt doch eine Weile gedauert, bis ich jetzt hier an die Stelle komme, wo der Ted links weggeht und meine Route ginge rechts. So, hier geht der Ted links und meine Route geradeaus. Da ist jetzt die Frage. Ich nehme den Ted Richtung Chumia. Leider spielten die Kameras total verrückt. Nachdem schon die 360er ausgestiegen war, machte nun auch das MiG an der Hauptkamera nicht mehr mit. Deshalb kommt ihr nun in den Genuss von kommentarfreien 2,5 Minuten hinauf zum Monasterio de Santa Ana del Monte. Ich bin raus aus Chumia, bin jetzt zurück auf meiner Route, die geht jetzt eigentlich da quer über Land. Der Ted, der geht ein bisschen weiter nördlich, 20 Kilometer wahrscheinlich nördlich. Den habe ich aber teilweise schon letztes Jahr gefahren, deshalb hier diese Route. Aber es ist jetzt 35 Grad. Es ist too much, ich weiß nicht. Mal gucken.
Ja, so ist jetzt der heutige Tag sehr offen. Ich fahre jetzt mal, es ist schon 2:45. Ich bin spät unterwegs, oder ich habe mich da schon ziemlich vertan auf dem TED. 2:45, dann fahre ich jetzt noch mal sicher 2,5 Stunden. Ja, mal kein Offroad, wunderbar, ein bisschen Fahrtwind. Kleine Straße in diesem Tal, sonst keine Straße durch dieses Tal. Es ist nur noch 32 Grad mit so ein bisschen Fahrtwind. Ah, ist geil, mag ich. Seit Chumia bin ich jetzt viel Landstraßen gefahren. Ein paar Feldwege, teils recht grob, sandig zum Teil, aber sehr viel Asphalt. Ich bin jetzt bei La Font de la Figuera, südöstlich von Almansa. Genau, jetzt habe ich gesehen, eigentlich wäre meine Route da die asphaltierte Straße hoch, aber diese Straße macht mich sehr, sehr an, dieser Weg. Das probiere ich jetzt aus. Wie immer von oben sah das super viel easier aus. Es sah einfach wie ein schöner Kiesweg aus. Nichts zu sehen von den gröberen Brocken. Aber als ich das auf dem Navi angeguckt habe, müsste das dann, ich weiß nicht, in 10 Kilometern 8 wieder zusammenführen. Aha. Kurz das Vorderrad abgeschmiert. Nix Kurven hier, einfach mal gerade den Berg hoch. Ihr werdet es mir nicht glauben. Ich habe jetzt doch einiges hartes Offroad hinter mir. Ich habe die Maschine noch nie hingelegt, Holz, Touchwood. Aber ich hatte auch eben gedacht, es war nie wirklich steil. Ha! 1 Minute später die steilste Stelle wohl. Ups, ist das die richtige Piste? Irgendwie kommt mir das seltsam vor. Sieht mir wie ein Meer eher nach Schneise aus. Ja, und diese Schneisen, die können bekanntlich sehr gerade in den Wald, in den Berg geschnitten sein. Das ist eher steil darunter. Ja, aber noch kein Vergleich mit dem gestern. Es waren steile und ausgewaschene. Aber ich bin ja noch nicht unten oder nicht wieder auf der Straße. Ja, das war jetzt, der Einstieg war ja schön, aber danach nicht wirklich so. Na, jetzt ist die Straße gleich da unten. Ja, ich bin jetzt irgendwo zwischen Enguera und Ayora, mittendrin halt. Es gibt da die Ruta 99. Ist einfach ein Projekt, das die 99 kleinsten Dörfer der Provinz Valencia vorstellt. Solo Kendi, ein YouTuber, der hat sich eine Route gebastelt, das ist auch ein Offroader, ein ziemlich witziger Kerl. Ja, der hat diese Route gemacht, in 4 Tagen die 99 Dörfer verbunden. Da möchte ich jetzt einen Teil von fahren. Ich weiß, da sind auch sehr schwere Sachen dabei. Schauen wir mal.
Und was haben wir hier? Gleich mal Feuerwehr, Polizei, keine Ahnung. Weil die Route, die geht da runter. Ja, das sieht geil aus. Auch hier ein Canyon. Es war nicht bloß einfach ein Loch, okay. Irgendwie fühlt sich alles gerade ein bisschen seltsam an. Wieso liegt, woran mag das liegen? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen tief, aber boah, der Abgrund. Geil. Ja, der Weg, der Camino, der Trail ist ein bisschen weich. Ich schwimme wieder. Der Dunlop Trail Max Raid mag das irgendwie nicht so, wenn es tief ist. Manchmal, da läuft das perfekt und manchmal fühlt sich das an, als hätte ich hinten einen platten Reifen. Oh, jetzt erhoffe ich mir hier einen schönen Ausblick in den Canyon. Na, kommt jetzt nicht so ganz als Canyon rüber, ne? Was waren es oben? 30 Grad, jetzt sind es schon 32. Das könnte da unten dann noch wärmer werden. Der Talboden schon erreicht. Easy peasy. Ein bisschen weich da und dort, aber ja, so kann ich natürlich schon noch ein ganzes Stück fahren meines Tracks. Das habe ich jetzt nicht erwartet, hier nochmal Asphalt zu treffen. Okay. Vor kurzem wieder abgebogen auf eine Piste. Ein bisschen nicht ganz so glatt. So fein Kies wie vorher. Gefällt mir eigentlich besser so. Aber immer noch breite Piste, bestens zu fahren. Runter haben die jetzt da asphaltiert oder wurde mal vor langer Zeit. Es gibt recht viele Pisten und ich habe noch kein Fahrverbot gesehen. Speziell. So, da unten dasselbe, genau wie vorher, eine betonierte Wasserdurchfahrt ohne Wasser. So, das wurde noch nicht so repariert wie die andere Piste. Mir soll es recht sein. Okay. Wow. Hier sind doch ein paar tiefere Löcher drin. Wow. Meine Routenwahl, oder das, was ich programmiert hatte, das ging vorhin einen anderen Weg. Seltsam, weil ich ja da doch so verschiedene Punkte eingegeben habe. Und im Normalfall macht er das genauso. Da ist jetzt aber Candy einen anderen Weg gefahren, den mache ich jetzt. Und da waren doch schon 2, 3 aber ausgewaschene Stellen. Sehr tiefe Spuren. Oh, voilà. Unglaublich viele Tracks hier. Ja. Ist also noch nicht alles richtig ausgetrocknet. Das war jetzt auch noch relativ weich. Also diese Ecke ist bedeutend lehmiger, sandiger.
Seit ein paar Kilometern, also eigentlich da seit dem Talboden, ist das eine asphaltierte Straße. Zuerst ganz neu, jetzt älter, länger her schon, dass die asphaltiert wurde. Komme ich natürlich ein klein wenig zügiger voran, weil es fehlt mir schon noch viel, das wird spät heute. Diese Ecke kannst du echt ewig unterwegs sein. Kurven an Kurven, kleinste Straßen wie diese hier, Pisten, Offroad. Es ist ein unglaublich großes Gebiet. Canyon an Canyon an Canyon, in jede Ecke. Es nimmt kein Ende. Ja, bleibt mir nichts anderes als nochmal 40 Kilometer so auf diesen Straßen und wahrscheinlich dann noch echt härter Offroad zu fahren. Ausgeschaltet beginnt es wieder mit Offroad, jetzt allerdings noch wunderbar easy. So kann das für mich auch bleiben. Also jetzt eher aufgrund auch der fortgeschrittenen Stunde. Ja, hier hoch jetzt nicht mehr alles so easy peasy. Einige Felsplatten gerade eben. Und ich kann es wie immer nicht beweisen, weil ich zu spät aufgenommen habe. Aber ist mir jetzt egal. Wird bestimmt wieder so eine Stelle kommen. Ich bin langsam müde, ich merk's. So, jetzt geht's ein ganzes Stück geradeaus auf dieser oder der Krete entlang, dachte ich. Nichts mit Aussicht. Ja, Aussicht schon, aber nicht so, wie ich es mir wünsche. Okay. Schon speziell hier auf der Krete. Das ist einfach kein Ausweg. Kannst eigentlich, wenn, dann nur wieder dieselbe Strecke zurück. Das macht man aber nicht. Und es geht immer noch hoch. Da bin ich ja doch ziemlich erstaunt. Ich weiß schon, dass es da eine Hochebene gibt, aber bisschen runter werde ich dann wieder müssen. Diese Abfahrten, die sehen alle sehr abenteuerlich aus hier.
hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Ja, ich mache die Kamera aus, mal schauen, was jetzt gleich kommt. Oder doch nicht. Bin ich oben? Ausblick? Ne, vorerst nicht. Ja, meine Kräfte, also ich spüre das jetzt schon. Ich bin jetzt 200. Ich guck mal lieber, wo ich hinfahre. 270 Kilometer schon unterwegs, davon ja, bestimmt 100 Offroad und Ted war dabei, da waren ein paar ganz für mich schwierige Sachen dabei. Oh, das geht an die Kräfte. Ich habe hier Asphalt erreicht. Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Ja, ich bin total von der Rolle. Jetzt schaue ich mal im Schatten, wo es nächstes Hotel gibt und dann begebe ich mich ziemlich schnell unter die Dusche. Dort. Genau.